Sanders, what are you doing here? I thought you were watching Dr. Kelton. Jackson's on him now. We're trading off so he doesn't spot us. Oh, good, all right. Where was he when you last traded? Here in the hospital. I figured as much. You mind telling me where? Yeah, it's with your wife. Hey, had a feeling I might find you here. Hey, it's a little early for you. I know, but I woke up and you weren't there. There was no note, no Scott, no nothing. I'm sorry, honey. I just woke up and I started thinking about this place and I couldn't stay away. This is great. This is going to be ours. This is a real home. You're really excited about this, aren't you? Yeah, I'm excited about it. It's going to be great. Yeah, it's going to be a lot of work. No, it's not going to be that much. I mean, it'll go fast, especially now that we're dividing up all the responsibilities. You the painting, you the landscaping, me the supervising. Ha, ha, ha. Very funny. I will admit that I don't know a whole lot about this, but I think that what work needs to be done is pretty major, Scott. Yeah, I know there's going to be work, honey, but just remember what I told you, that the house inspector's going to come today and he's going to make out a report. And the seller's going to have to take care of all the big stuff. Hey, come on, be happy for us. Okay, if you're happy, I'm happy. Are you kidding me? I'm more than happy. For me, this is like a dream come true. Thanks to you, you helped make it happen. Oh, Scott. Good morning. Well, either you left very early this morning or you did not come home last night. Or I never came home last night. Ooh, and you a man of the cloth, too, Father. Tried to organize a search for some of my parishioners to find Cruz Castillo's baby. Did you have any luck? No, I knew the chances were slim at best. We combed every part of the city we could, but so far, no luck. Well, I think it's great that you're looking and trying anyway. Well, look, you're not much good if you don't get involved. That's true. Listen, is it true what they're saying in the newspaper, that they think the rapist is the one that took the baby? I'm afraid so. I mean, that's why this whole thing is so dangerous. Können Sie das nicht verstehen? Ich will endlich hier raus. Naja, Dr. Manning rät ihn davon ab. Aber ich weiß, dass es mir besser gehen wird. Ich fühle mich wohler zu Hause. Na gut, ich rede mit ihm und sehe, was ich tun kann. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, mir geht es gut. Ich habe nur mal reingeschaut, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Oh, gut. Naja, wir wissen das zu schätzen. Es ist nur so, Zeke, aus Sicherheitsgründen beschränken wir Edens Besuche auf ein Minimum. Ausschließlich auf die medizinisch Notwendige. Das verstehe ich vollkommen. Und Eden, wenn ich wieder nach Ihnen sehen werde, ist es medizinisch notwendig. Danke für den Besuch, Zack. Schon gut. Liebling, Hallo. das war wirklich nicht nötig. War es nicht? Naja, du vergibst mir doch, wenn ich meine Beschützerrolle etwas übertreibe. Wie fühlst du dich heute Morgen? Ich bin traurig. Ich bin irgendwie deprimiert, weil ich sie nicht in den Arm nehmen kann. Ich glaube fest, dass sie schon bald wieder in deinen Armen liegen wird. Ich werde sie finden und dann bringe ich sie dir. Ich vertraue dir, Cruz. Weißt du, wenn mir ein anderer so etwas sagen würde, würde ich es nicht glauben, aber dir vertraue ich voll und ganz. I don't usually take it out. Well, that's good to know, considering it doesn't go with the priest getup. Well, I didn't mean to shock you. Me? Shocked? Disillusioned? Surprised. I got some good news for you. The guy that was helping us last night's got an apartment building with a vacancy. It's a place to be just right for you. Good price, and you can take it right away. Am I being evicted? What? I thought you would be pleased. You can't be too comfortable here. Sounds great. But what? Who said but? Did I say but? I didn't say but. Well, it was implied in your tone. Imply. You're imagining things. I didn't imply anything.
I wanted to fix this dump up for you before I moved out, that's all. Why? You know, spruce things up, give it a lady's touch. Why? I don't know. You know, my way of saying thank you, that's all. I hope that's all it is. Well, what else would it be? It might be your subtle way of saying there's something wrong with it the way it is. Well, Michael, this apartment is a little, you know, sparse. I like to think of it as being uncluttered. Yeah, well, never mind. Forget I even offered. You want me to start packing right now? No, wait, there really is something wrong, isn't there? No, it's nothing. Just ignore me. I know this has been a refuge for you, but this is temporary. It's not supposed to be permanent exile. I don't feel exiled. I feel safe. The church isn't a place to hide in, Celeste. Well, it works for you. All right, that is a whole different Oh, philosophical of course. discussion, Oh, and of it does course. not apply to you unless, of course, you're planning on becoming a nun. Hey, why not? I mean, if a priest can pack heat, huh? Hooker can pick up a habit. So to speak. Yeah. Well, you believe in miracles, don't you? Well, there are limits to even his. Oh, I get it. I get it. Well, I'll save myself. Thank you very much. Oh, I see. With a little help from your friends. Help? Did I hear help? Help? You know how to pack a suitcase? I could use some help. Boswell, gut, dass Sie hier sind. Sie wollten etwas mit mir besprechen. Es gibt neue Entwicklungen in unserem Fall und ich will, dass Sie Ihre Nachforschungen darauf konzentrieren. Raus damit. Nicht hier, kommen Sie mit. Dr. Robertson, bitte rufen Sie 424 an. Dr. Robertson, bitte melden Sie sich auf 424. Bisher sind alle unsere Nachforschungen ergebnislos verlaufen. Wir müssen also noch weitergehen, aber da ergeben sich Schwierigkeiten. Ich denke, der Mann weiß, dass wir an ihm dran sind. Er weiß nur noch nicht, wie nah, und das darf er auf keinen Fall erfahren. Wenn wir den Kontakt verlieren und ihn verscheuchen, dann sehen wir die Kleine nie wieder. Das bedeutet, dass wir bei den Ermittlungen so vorsichtig vorgehen müssen wie nie zuvor. Haben Sie das verstanden? Ja. Sie verblüffen mich. Was meinen Sie damit? Sie wirken so gefasst, so professionell. Ich meine, Sie erteilen hier Anweisungen, so als würde Sie persönlich die ganze Angelegenheit nichts angehen. Wenn es mein Kind wäre, dann würde ich die Wände hochgehen. Bei Edens Vergewaltigung sagten Sie mir, ich sei zu verbissen. Sie müssen sich mal entscheiden, was Sie von mir halten. Schon gut, einige Dinge, die ich gesagt habe, waren nicht so gemeint. Aber Sie und ich haben in diesem Fall einiges durchgestanden. Und ich habe mitbekommen, wie schwer die ganze Sache für Sie ist. Aber ich will, dass Sie wissen, dass Sie meinetwegen nicht den harten Polizisten spielen müssen. Ich weiß doch, dass das alles nicht leicht für Sie ist. Leider bringt es gar nichts, wenn ich hier zusammenbreche. Habe ich recht? Ich werde mein Mädchen nicht wiederfinden, wenn ich zusammenbreche. Trotzdem, Sie sind auch nur ein Mensch. Ich weiß Ihre Worte zu schätzen. So, jetzt machen wir uns an die Arbeit. In Ordnung. Sie müssen die ganzen Akten hier lesen. Fangen Sie am besten oben an. Arbeiten Sie sich durch. Es ist sehr viel. Kein Problem. Alvarado Street Clinic. Yes, he is. May I ask who's calling? Okay, can you hold, please? It's for you. It's Mr. Rodell. Something about your loan for the house. Yeah, or something? right. Okay, I'll get it inside. Okay, great. You know, Celeste, I'm sorry this is going to be a little bit of a nuisance for you, but we're expecting a lot of calls from the real estate broker today about our new house. So if we're not here, could you please have us beeped? Sure, no problem. Incidentally, I saw the new house that you're getting. Oh, really? What'd you think? I think you're gonna love it. It's great. Yeah. So do you remember it from high school? Yeah, vaguely. Somewhat. So that's like you guys used to have a bunch of parties down there. I bet you have some real good memories, huh? Yeah, well, there were one or two parties. I mean, it was no big deal. It was so long ago, I don't even remember. You'll have to come down again sometime. Check it out.
I tell you, it'll give you new meaning to the phrase fixer-upper. I would love to. I mean, I can't think of anything nicer than having your own home. It's wonderful. Heather, I need your social security number. Okie dokie. When we fix this place up, we're gonna throw a big party there like we used to have in the old days. Hey, Celeste, you remember the one we had in our senior year when we won the regional basketball championship? Not really, no. Well, it was one hell of a party. You have to remember that much. No, I vaguely, barely. Thanks. That must have been one of those 2 parties. Listen, Heather, I know it's probably not very easy having me working here every day, coming in and out, but I just want you to know that I... If you think that I'm jealous about the situation, you're completely wrong. It does not bother me one bit, whatever happened between you and Scott. It was a long time ago. It doesn't bother me. The only thing that I am concerned about, however, is that you don't let it, get to you. Zack? Das glaube ich nicht. Ja, das ist doch kaum zu glauben, aber alles, was wir haben, deutet darauf hin. Er gehört zu Heathers besten Freunden. Der Mann ist Edens Arzt. Wer weiß sonst noch Bescheid? Niemand sonst. Im Augenblick wissen nur Sie und ich und der Arzt, der mit mir über 6 Probleme gesprochen hat, Bescheid. Und dabei soll es auch bleiben. Ich glaube, das ist der wichtigste Hinweis, den wir bis jetzt in den Händen haben. Ach, Cruz, kommen Sie. Ist das Ihr Ernst? Es gibt viele Männer mit sexuellen Störungen. Das sind doch nicht alles Vergewaltiger. Ich weiß, ich habe nicht gesagt, ich wäre Experte, aber ich weiß, dass ein Zusammenhang bestehen kann zwischen Impotenz und Vergewaltigung. Ich will alle Informationen, die ich darüber bekommen kann. Heute Abend werde ich mit Heather reden. Gut, sie kann Ihnen wahrscheinlich helfen. Ich habe übrigens meinen eigenen Experten, den ich zu Rate ziehen kann. Gut, jede Information zählt. Cruz, wir finden das Kind. Tja, das hoffe ich doch, Pater. Sie sind sehr verschlossen. Sie trauen nicht einmal Ihren eigenen Männern. Ich weiß, was ich tue. Sie haben recht. Vielleicht sollten Sie sich nur auf sich selbst verlassen. Ist alles in Ordnung, Mrs. Castillo? Ja. Hm? Ich habe hier etwas für Sie. Was ist das? Bilder von Ihrem Baby. Sie sind von dem Tag, als die Kleine geboren wurde. Sie kommen gerade aus dem Labor. Ich dachte, Sie würden sie gern sehen. Sie haben ein wunderschönes Baby. Dankeschön. Gern geschehen. Ich hatte sie leider nicht sehr lange, wissen Sie. There's no one in this world for me but you. There's nothing that this world could put me through that would take me away from you. I still can remember the times that I spent wanting you. The days that I couldn't see you. The nights that I spent without you. Couldn't keep me away from you. You know,
know, it's a crime to eat in front of a starving man. Would you like half? No, I'd like all of it, but I'm not going to take it from you. Oh, have some. Please, sit down. I've got so much here. I've got 2 sandwiches, I have cookies, apples, bananas, grapes, soup. Come on, help yourself. Well, since you have enough there to feed an army, and because I don't want you to get fat. Oh, thank you very much. You're very kind to me. I hate eating alone anyway. Yeah, me too. It's delicious. So how do you like working here? I like it. I'm finally getting the hang of things. I think I'm getting the hang of things. Actually, I should ask you that. How am I doing? As far as I'm concerned, you're doing fine. Good. I wouldn't have thought this was the kind of job that you'd have taken, but I'm glad you did. We really needed somebody. I guess everybody's happy then. Listen, I wanted to tell you, this might be a little awkward, but I think you and Heather are really great together. You're a wonderful couple. So you approve of us, do you? Absolutely. Thanks. Yeah, Heather's been really great for me, you know? She's helped me grow up, see things in a different light. And I'm not as stubborn as I used to be. In that case, she's not just a fiancée, she is a miracle worker. So how about you, Celeste? I mean, anybody out there in your future? No one on the horizon right now, but... Well, like the song says, someday he'll come along. Don't worry about it. Who's worried? I'm kind of enjoying things the way that they are right now. It's nice. Really? That doesn't sound like you. How come? Well, you know, just change of pace, you know. Well, just because you've had a few bad experiences, don't back away from it. What's that supposed to mean? I don't know what I mean. I'm just guessing from what you told me about your marriage. You know, sometimes we all have, you know, bad luck with relationships. But just remember, there's a lot of lonely guys out there. I can say that again. Hey, I can guarantee you're not going to have any trouble finding the man you want. They're probably standing in line for you. Yeah, around the block, no doubt. Hallo. Ich wollte nur zu Eden. Wie war Ihr Eindruck? Eigentlich bemerkenswert gut angesichts der Umstände. Sie ist eine tapfere Frau. Ja, sie kann eine Menge vertragen. Ja, für sie beide ist es eine schwere Zeit. Und ich weiß, sie kriegt ihre Kraft durch sie, aber woher holen Sie Ihre Kraft? Ich sorge schon für mich selbst. Das einzige Problem ist die Sorge um... Hören Sie, ich wollte Ihnen das hier zeigen. Ich muss Ihnen sagen, das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist absolut vertraulich. Selbstverständlich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es mir schwerfällt zu glauben, dass Sie jemanden aus der Klinik verdächtigen. Es ist doch unvorstellbar, dass jemand, der hier arbeitet, so eine schreckliche Tat begeht. Ich weiß, das ist kaum zu glauben, aber ich denke, ich habe recht. Das ist die Kopie des psychologischen Profils, das Sie geschrieben haben. Ah, ja. Ich würde gerne wissen, wie es Ihrer Meinung nach zu der Persönlichkeit von Ärzten ganz im Allgemeinen passt. Es stimmt, ja, natürlich könnte es auf einen Arzt zutreffen. Aber genauso auf alle anderen Personen, vom Müllmann bis zu Geschäftsleuten. Soviel ich weiß, steht da drin, dass der Mann ziemlich ambitioniert und intelligent ist und natürlich trifft das auch auf die meisten Ärzte zu. Konzentrieren wir uns auf die Ärzte, die hier im Krankenhaus arbeiten. Bitte erweitern Sie doch Ihr Profil durch noch ein Handicap, und zwar eine sexuelle Störung. Was würde das bringen? Eine sexuelle Störung? Seit wann wissen Sie davon? Erst seit kurzer Zeit. Was würde uns das bringen? Nicht viel. Es ist eine häufige Erscheinung bei Vergewaltigern. Sie fühlen sich machtlos. Sie hassen Frauen, weil sie glauben, dass sie von ihnen verachtet werden. Solche Männer können sehr gefährlich sein. Diese Menschen können ihren Hass sehr gut verbergen. Das bedeutet? Das bedeutet, sie verhalten sich völlig normal, wenn sie es wollen. Ja, was es aber noch schwieriger macht, sicher zu sein, richtig? Ja.
Cruz, sprechen wir hier über jemand Besonderen oder reden wir mehr im Allgemeinen? Wissen Sie, ich habe da so einen Verdacht, aber ich will noch nichts Konkretes sagen. Tja. Okay, ich bin sehr an der Sache interessiert. Ich auch. Danke, Sie sind mir eine große Hilfe gewesen, wirklich. Nicht zu danken, gern geschehen. Wenn ich Ihnen wieder mal helfen kann, sagen Sie Bescheid. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Sie noch mal zu Rate ziehen werde. Danke. Ist schon gut. Okay. Dr. Lewis, bitte in die Aufnahme. Dr. Lewis, bitte. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Mir geht es gut. Das hätte ich wohl auch gesagt. Und jetzt mal ehrlich. Ich fühle mich unnütz. Furchtbar unnütz. Ich bin sehr zornig. Und ich habe wirklich Angst. Das alles ist sehr schwer zu verkraften. Vielleicht können Sie mir eine Frage beantworten. Natürlich gern. Wieso? Wieso lässt Gott solche Dinge geschehen? Ich weiß nicht. Ich wüsste es auch gern. Ist das ein Test? Manche Menschen sehen das so. Und Sie? Ich weiß nur, dass in solchen Zeiten wie diesen Gott noch näher ist. Er hat uns nicht vergessen. Ich verlasse mich zu viel auf andere Menschen. Das ist doch völlig in Ordnung. Dafür hat man doch andere Menschen. Und ich denke, ich erwarte zu viel von Cruz. Nein, dafür ist er da. Aber eins verstehe ich nicht an ihm. Was meinen Sie? Ich habe fast den Eindruck, er will diese Sache ganz allein bewältigen. Und ich verstehe nicht, wieso. Wissen Sie, wenn der Stress sehr groß ist, neigt er dazu, eine Mauer um sich zu errichten. Keine Ahnung, ich denke, dass er stark für mich sein will. Ja, vielleicht haben Sie recht, aber vergessen Sie nicht. Er braucht Sie, genauso wie Sie ihn brauchen. Heather, nicht so schnell. Hallo. Wohin willst Ich habe du? noch eine Menge zu erledigen. Ich konnte sehen, dass du dich von Cruz unterhalten hast. Diese Fragen, hat das denn nie ein Ende? Ja, es zieht sich ziemlich lange hin, aber es geht leider nicht anders. Stimmt, du machst doch das psychologische Profil von dem Kerl. Ja, das stimmt. Aber leider darf ich nicht darüber reden. Na, hör mal, mach dir keine Sorgen wegen mir. Ich hab's gelesen, bevor du es abgegeben hast, das weißt du doch. Daran kann ich mich erinnern. Du hast früher alle meine Referate noch mal durchgelesen. Aha. Und selbst wenn ich es nicht gelesen hätte, wüsste ich, was drin steht. Allein durch die Fragen, die sie hier stellen. Ja, weißt du, komisch ist es schon, dass die Polizei einen Arzt verdächtigt. Findest du? Naja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, ich kenne alle Ärzte, die hier arbeiten und nach meiner Meinung stehen die Eigenschaften, welche ein Arzt hat, im Widerspruch zu der Sorte Mensch, die solche Taten begehen könnte. Eigentlich schon. Ich sehe das so wie du und das habe ich auch Cruz gesagt. Aber dann hatte ich so einen Gedanken. Natürlich kann ein Mensch, auch wenn er sich entschlossen hat, Arzt zu werden, krank sein. Und kann selbstverständlich auch in seiner Sexualität gestört sein. Ja, sicher. Der Mensch ist ein merkwürdiges Geflecht von verschiedensten Trieben, denkst du nicht? Oh ja, es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Ich will dich nicht von der Arbeit abhalten, aber ich bin dir dankbar dafür, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Wie gewöhnlich hast du mir wertvolle Ansichten vermittelt. War mir ein Vergnügen. Immerhin bin ich ja dazu da, die Unwissenden zu vielen belehren. Dank. Bis dann. And that cheerleader, what was her name? Albright? Albright. The one who kept insisting that Muzak was the name of a composer, right? Oh, and it was her favorite composer. Yeah, no wonder right? she was trying to find a date for so long she couldn't get anybody. Well, you know they wouldn't have gone out with her to discuss music. Yeah, I mean, that's right. Come on. Oh, hi, honey. Hey, come on down, have a seat. It's okay. Did you have lunch? Yeah, I already ate, thanks. Well, Celeste was good enough to share hers with me. Oh, that's nice. Geez, I heard you guys laughing all the way down the street. Oh, we were just reminiscing. Yeah, you know, old high school stories, no big deal. Well, you know what? If it was no big deal, you mind if I interrupt? I would like to show you my new plans for the house. You've already got decorating plans? We only just talked about this. I know, but I don't like to waste any time. Okay, I'm gonna lay it out. It goes like this.
And then, can I move some of the stuff out of the way? Do you mind, please? Well, let's see what you got. Okay. I was thinking, actually, that this wall right here, I would like to put 3 mirrored panels, and we can, like, put the double-beveled dividers in between each one. And then I would like to knock down this wall here if it's not a bearing wall, and we can enlarge this whole area here. What do you think? Sounds ambitious. Sounds good. You seem to know a lot about architecture. Yeah, I minored in art and architecture in college. So, Scott, what do you think for the living room? Should we have Art Deco or Art Nouveau? Well, you got me, honey. What about you, Celeste? You know the house. What do you think? Oh, I don't really know the names of, like, particular styles or anything. I just know what I like. Yeah, well, you know, in the final analysis, that's all that really matters anyway. Scott, what do you think about building shelves in the garage? We could actually use the extra storage space. Well, it sounds like a good idea. I can do that myself, save some money. But of course, you might have to buy a smaller car when I'm finished. Scott, you should take measurements first, you know, so that way you know what you're getting yourself into. Well, I like surprises. Yeah. Okay, what about this little room right off the side here? What do you think about that? Well, I think we can figure something out with that. Oh, really? Yeah. Like what? Was kann ich denn tun, außer abhauen? Sexuelle Dysfunktion! Oh mein Gott, dann wissen Sie es also. Wie haben Sie es nur erfahren? Ich hol das Baby und verschwinde, solange ich noch kann. Ich fahre. Wohin? Ja, wohin? Irgendwohin muss ich doch können. Ganz ruhig. Was, wenn Sie nichts an? Was ist, wenn ich fliehe? Was, wenn ich fliehe? Dann wissen Sie, ich war's und ich werde für den Rest meines Lebens auf der Flucht sein. Aufhören! Zack! Du bist ja paranoid. Ja. Cruz. Ja, das ist die Lösung. Wenn er irgendeinen Verdacht hat, dann wird er ihn nicht verbergen können. Vor allem nicht nach dem, was ihm passiert ist. Und erst recht nicht nach der Entführung seines Kindes. Ich rede mit ihm. Und wenn er irgendeinen Verdacht gegen mich hat, ja, dann sehe ich es. Ich sehe es. Und dann weiß ich genau, was zu tun ist. Hallo, ist irgendwas passiert? Gar nichts. Ich wollte dich einfach nur sehen. Setz dich doch. Hallo. Hi. Ja, weißt du, ich wollte mich entschuldigen. Wofür? Du warst so wunderbar zu mir. Ich meine, du weißt genau, was ich brauche. Was für mich wichtig ist. Dafür danke ich dir. Ich habe immer nur an mich gedacht. Ich bin nicht sehr fair zu dir gewesen. Ich kann dir nicht folgen. Cruz, jetzt hör erst mal zu. Ich weiß genau, du hast das Bedürfnis, für mich da zu sein. Das brauche ich auch. Aber ich brauche deine Stärke und ich brauche deine Zuversicht. Ich will aber auch, dass du weißt, ich bin auch für dich da. Denk daran, immer wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Okay. Aber wieso sagst du das? Ich hatte eine Unterhaltung mit Michael. Mir ist einiges klar geworden. Zum Ersten, dass ich nicht immer für dich da bin, wenn du mich brauchst. Und ist das zu fassen? Und wenn er das denkt, und du auch, dann habt ihr euch geirrt. Abgesehen davon, was bildet er sich eigentlich ein, so mit dir über diese Dinge zu reden? Ich verstehe das nicht. Er hat es ja gar nicht so gesagt. Ich wollte nur... Das sollte keine Kritik werden. Wir haben uns nur unterhalten. Es tut mir leid. Weißt du denn nicht, wie sehr ich mich auf dich verlasse? Ich wünschte, das geschehe häufiger. Und am meisten wünsche ich es mir zur Zeit. Denkst du an etwas Bestimmtes? Naja, wenn dir nach Reden ist, dann rede mit mir. Und wenn du weinen willst, dann komm zu mir und ich werde dich trösten.
Ich will einfach, dass du weißt, dass du meinetwegen nicht nur stark sein musst. Ich bin auch für dich da, Cruz. Ich will doch nur unser Baby wieder haben. Das ist alles, was ich will. Und jetzt könnte ich eine Umarmung von dir gut gebrauchen. Ich liebe dich. I cannot believe there's this much work to be done in this house. Honey, don't listen to that stupid report. Home inspectors always exaggerate. They just want to make you suffer. This place isn't that bad. Yeah, well, according to this place is going to fall down. It's not going to fall down. It's much too sturdy for that. Here, listen to this. Dry rot. It's a mild case. No big deal. We just get a few new boards. See, but Scott, the few new boards are going to have to be nailed in, and I think you forget who's going to have to do the nailing. Honey, I don't mind that. Look, what we'll do is we'll take care of what we can before we move in, and after we move in, we'll do the rest. You know, the place doesn't have to be entirely finished for us to make it livable. No, but wouldn't you like it to be done as soon as possible? I would kind of like to start enjoying this place from the second we move in here. Honey, do you like doing anything by halves? No, because I know from experience that if I don't do it all right away, then it doesn't get done. Now, I've already started on some more sketches here, and I want You've got more sketches? Don't say it like that, honey. I've been working hard on this. I want you to see. I want to get it done. Yeah, I can tell, honey. You know, I'm getting the impression that you just want to, like, make this into an entirely different house. No, not at all. I think that we should just call it a little cosmetic surgery, that's all. Okay, what I was thinking of doing here is we've got the 2 bedrooms upstairs. I think we should knock this wall down in the middle, and then we can make it one big master bedroom. We can put some exercise equipment, a little spa over Wait a here. minute. Wait, we can't do that. Why not? Well, what about the nursery? If we knock that wall down, there won't be one. We never said we needed a nursery, Scott. We can, We don't need a nursery? Honey, I thought we worked this out. Honey, we talked it out. We didn't really work it out. What's the difference? Honey, I don't want to get into an argument right now, okay? This isn't an argument. It's just a discussion. Just because we don't agree on something doesn't make it into a fight. Scott, look, we don't have to decide this right now. We don't have to make the final decision on whether or not we're going to have children right now. It's just as easy to put a wall back up as it is to knock it down if that's what we decide we want to do. So for now, why don't we just do what we both want for the house for now, okay? And as far as children, I think we can just agree that we disagree. Okay? Oh, did you get a look at the place I suggested? Yeah, I looked at it first thing this morning. Yeah, what do you think? Well, I don't mean to sound picky or anything, Michael, but it's a little small. Well, you're not exactly big. Well, thank you very much, but I think I'll just wait for something... For what? I don't know, for something right to come along. All right, fine. Well, I'm going to have to start calling you Sister Celeste. Oh, you're supposed to save me from a life of sin, not push me into one. But now, you know, there are human relationships available that aren't sinful, Celeste. Uh-huh. Well, we'll argue about that later. The bottom line here is, do I get to stay or are you evicting me? I am not going to turn you out yet, as long as you keep looking. I've been looking my whole life. Yeah. Anyway, what do you want to talk about? You said it was important. Yeah, it is. I want a consultation. I want to tap into your vast experience. What are you talking about? I want your thoughts on a subject you know a lot about, the male sex. Is that all? Well, I can give you chapter and verse on that. You know, I've seen every model made. Tall, short, fat, thin, rich, poor. What do you want to know? How about impotent? Yeah, I've seen some of those. Yeah? Every now and then. Must have been frustrating. How did they handle themselves? Well, to tell you the truth, they were the only customers I ever had any trouble with. Some of them blamed me, some of them blamed other people. Some of them cussed me out, some of them cried. Most of them were a real pain in the butt. I mean, I did my best to just, try and stay clear of them. They want to come back? They did, but I did my best to stay away from it. You just want to stay away from a bad situation. Were they violent? Potentially. A smart hooker stays out of any situation that looks like it's going to be bad. Cruz, you got a minute? Sprechen? Ja, Zack, was gibt's? Ich hoffe wirklich, ich stecke meine Nase nicht in Dinge, die mich nichts angehen. Aber ich denke doch, ich bin etwas mehr als nur Edens Arzt.
Wie ist das gemeint? Ich denke eher, ich bin Ihr Freund, genauso wie der Ihre. Wir betrachten Sie auch als Freund. Eigentlich ist es ja nicht mein Fachgebiet, aber ich denke, Eden hat sehr viel mehr mitgemacht, als ein einzelner Mensch normalerweise verkraften kann. Erstmal diese Vergewaltigung, das war so eine furchtbare Sache. Ich meine, es scheint, als hätten sie beide das Schlimmste überwunden, aber was jetzt noch geschehen ist, ich weiß nicht, ob sie das jemals vergessen kann und ich würde es eher bezweifeln. Das macht mir auch Sorgen. So etwas kann eine Frau niemals vergessen. Ein Mann auch nicht, habe ich recht? Naja, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich hoffe, Sie denken auch an professionelle Hilfe. Es gibt da so eine Art Krisentherapie und die hilft Ihnen durch diese traumatische Phase. Sie hat schon mit Hesse gesprochen. Naja, ich dachte an etwas für Sie beide, verstehen Sie? Also ich denke, dass ich im Augenblick meine Zeit für meine Tochter brauche. Ja, natürlich. Aber danke für den Vorschlag. Wir bereden das. Und ich bin sicher, wir überlegen uns das sehr gut. Das hoffe ich. Ach ja, und wenn Sie einen Ratschlag brauchen, dann bin ich für Sie beide da. Sicherlich ist Hessa die beste Wahl. Sie ist eine wirklich gute Psychologin und sie kennt ihn schon. Ganz recht. Ich vergesse ständig, dass Sie befreundet sind, nicht wahr? Wir kennen uns schon sehr lange. Sie ist ein toller Mensch. Und sie weiß sehr genau, was sie tut. Also vielen Dank nochmal für Ihren Vorschlag. Schon gut. Zack, bevor Sie gehen, ich wollte mich noch entschuldigen wegen heute Morgen. Ah, schon vergessen. Aber sicher, das belastet mich wirklich sehr. Manchmal ist es schwerer, als Sie sich vorstellen können. Und ich muss mich sehr zusammenreißen. Naja, aber so ein Verhalten gegenüber einem Menschen, der ein Freund für uns ist, so wie Sie, ich finde, das geht einfach nicht, oder? Wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich dazu. Und hoffentlich wird sich das nicht wiederholen. Also ich nehme Ihre Entschuldigung an, aber sie war keineswegs nötig. Dann bis zur Visite. Zweifel. Wie kommen Sie darauf? Er fing von dem Vergewaltiger an und nebenbei hat er die Entführung erwähnt. Er wollte einfach sehen, wie ich reagiere. Ich hab's gespürt. Cruz. Er hält sich für unheimlich cool. Sie sind also überzeugt? Naja, vielleicht nicht überzeugt, aber so gut wie, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt fehlt nur noch der Beweis. Ich weiß nicht, das klingt einfach zu unwahrscheinlich. Zack Kelton, mein Vater, er bewundert ihn. Meine Schwester sagt, er hätte nicht einen einzigen Feind auf der Welt. Ja, er ist eben genial. Also gut, was wollen Sie jetzt tun? Ich werde diesen Drahtseilakt fortsetzen. Solange er nicht weiß, dass ich ihn verdächtige, habe ich die Chance, ihn in die Falle zu locken. Gut, und dann? Hoffentlich führt er uns irgendwann zu unserer Tochter. Erzählen Sie Eden davon. Nein, das kann ich nicht machen. Denken Sie, sie könnte ihn weiterhin ertragen? Das geht niemals. Sie könnte sich nicht mehr natürlich verhalten, wenn sie das wüsste. Ich kann es nicht riskieren, sie einzuweihen. Ich werde nichts sagen und das erwarte ich auch von Ihnen. In Ordnung, verstanden. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie recht haben, dann ist der Kerl gefährlich. Auch wenn er ganz besonders sympathisch erscheinen mag. Ja, ich weiß. Glauben Sie mir, ich weiß Bescheid. Ich bin mir darüber völlig im Klaren. Wohin gehen Sie? Das müssen Sie nicht fragen, Pater. Oh, der Mann ist ja so blöd. Er wird nie darauf kommen, ich bin gerettet. Und all diese... Und all meine Sorgen umsonst. Alles unter Kontrolle, mein Freund. And feeling as strong as I do,
There's no one in this world for me but you. There's nothing that this world could put me through that would take me away from you. I still can remember the times that I spent wanting you, the days that I could. Tonight, America's thriving Korean sex ring. Brian Ross reports on the women who were once GI brides and are now prostitutes. On NBC Nightly News with Tom Brokaw.